Vor ein paar Tagen hat mir ein guter Freund diese Ginkgo-Blätter geschenkt und damit habe ich vor, diesen 30 cm großen Strohkranz zu gestalten. Im Anschluss wird dann mein Kranz auch noch weihnachtlich dekoriert werden. Zum Befestigen der Blätter verwende ich Bindedraht und ich mache den immer an die linke Kranzseite fest, weil ich bin Rechtshänderin. So, ich muss das hier mal eben miteinander verwursteln, verzwiebeln, verfrickeln, wie auch immer. Den Anfang stecke ich jetzt hier ganz entspannt in meinen Strohkranz hinein. Zieht das jetzt hier schon mal so ein bisschen stramm. Und dann nehme ich mir jetzt mal meine Ginkgo-Blätter hinzu. Das müsste jetzt ein weiblicher Ginkgo sein. Die männlichen Ginkgo, soweit ich jetzt informiert bin, die haben hier so eine Kerbe nochmal im Blatt. Ich sag mal, sowas wie das hier, aber dann halt noch ausgeprägter. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist eine weibliche Pflanze. So, ja, wir könnten ruhig noch ein paar mehr nehmen. Die Blattgrößen, die werden jetzt auch kunterbunt untereinander gemischt sein. Ich hätte jetzt von meinem Kumpel ja schlecht erwarten können, dass er mir jetzt alles nur gleich große Blätter bringt. Dann haben wir jetzt hier den Bindedraht. Die Blätter lege ich jetzt hier drauf, also auf den Draht. Und wickel die zweimal mit meinem Bindedraht fest. Man könnte das jetzt theoretisch gesehen auch nur einmal mit dem Draht festwickeln. Aber ich persönlich bin der Meinung, so hält das Ganze auf jeden Fall schon mal besser, als wenn ich das jetzt nur einmal umwickeln würde. So, dann machen wir jetzt hier nochmal so ein Sträußchen, sage ich jetzt einfach mal, aus diesen Ginkgo-Blättern. Das ist jetzt zwar eine Heidenarbeit, habe ich jetzt so auch noch nicht erstellt. Aber wenn man so einen Kranz dann auch ordentlich später beiseite räumt, dann müsste man normalerweise auch jahrelang, ja was heißt jahrelang, aber lange Zeit daran Freude haben. Ich werde dann auch mal in so, ja sagen wir mal in 1 bis 2 Wochen mal berichten oder ein Foto reinstellen, wie der Kranz sich letzten Endes entwickelt hat. Aber das sind jetzt auch definitiv andere Blätter als halt zum Beispiel von so einer Buche. Die Blätter, die sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, ledriger. Ich bin einfach mal gespannt, wie der dann im Laufe der Zeit eintrocknen wird. Aber ich hatte jetzt schon probeweise, so rum, hier 5 Ginkgo-Blätter in meiner Werkstatt rumliegen und die sind immer noch richtig biegsam, also die sind jetzt nicht irgendwie staubtrocken geworden. So, jetzt habe ich hier wieder ein Sträußchen und ich bin schon wieder am Labern, ne? Ich mache hier immer einmal Ginkgo-Sträußchen, hier außen einmal und hier an der Innenseite. Die Innenseite, die könnt ihr auch ruhig ab und an mal auslassen, weil der Weg hier an der Innenseite ist ja geringer als an der Außenseite. Ich werde dann stellenweise halt mal zweimal die Außenseite gestalten, dann halt hier einmal oben oder zweimal oben und hier innen werde ich das dann einfach mal auslassen. Und die nächsten Blätter, die kommen jetzt überlappend auf die vorherigen drauf. Ich zeige euch das mal. Ist jetzt hier zu wenig, ne? Ist jetzt zu klein. Machen wir dann jetzt hier so versetzt nach unten hin, ne? So einen Tacken. Aber wird eine Heidenarbeit werden, aber ich habe da jetzt total Bock drauf. Ich habe auch noch reichlich Blätter. Der hat mir eine riesige Tüte voll gemacht. Falls du das Video sehen solltest irgendwann mal, ganz, ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Das hat mich jetzt wirklich mega gefreut. Ah, hier haben wir so ganz große, können wir auch mal nehmen. Und dann haue ich aber jetzt auch an dieser Stelle mal den Zeitraffer für euch rein, weil das wird hier auf jeden Fall eine Weile dauern. Ich bin jetzt so gut wie fertig mit meinem Ginkgo-Blätterkranz und dann zeige ich euch jetzt auch mal den Abschluss. Den Anfang habe ich jetzt hier angehoben und die nächsten Blätter arbeite ich halt unter dem Anfang ein, ne? Ich habe die jetzt hier drunter gelegt. Jetzt ist das wirklich ein bisschen friemelig. Ist noch ein bisschen friemeliger, als wenn man jetzt mit ganz normalem Grün, sag ich mal, arbeitet. Ich habe das jetzt hier auch wieder auseinandergenommen, den Anfang, also halt an dieser Stelle. Und wickel das jetzt hier mal vorsichtig fest. Ich werde das jetzt aber nur einmal umwickeln, weil es halt wirklich etwas friemelig ist. Solltet ihr jetzt gar nicht zurechtkommen, dann könnt ihr die letzten Blätter auch einfach mit Efeunadeln oder halt mit Krampen befestigen. Einige nennen die Krampen auch U-Haken oder halt Haften oder Patenthaften kann man sie auch nennen. Also da gibt es halt verschiedenste Namen für.
Aber ich denke, ich mache das jetzt hier zu Ende mit meinem Bindedraht. Wenn die Stiele mal zu lang sein sollten, dann einfach mal abschneiden. Hier wieder etwas anheben. Also ich mache hier mal erstmal da, wo noch am meisten hin muss. Naja, und das mache ich so lange, bis ich halt mit der Dichte soweit zufrieden bin. Und dann halt nur noch einmal umwickeln. Ne? Halt wirklich jetzt nur darauf achten, dass ihr nicht aus Versehen den Anfang jetzt mit, was wollte ich sagen, festwickelt. Ne? Das wäre sonst ein bisschen doof. Ich nehme den Blätterkranz jetzt noch an einer anderen Stelle auseinander, ne, könnt ihr ja schon sehen, und wickel damit jetzt ein letztes Mal drum herum. So, wo habe ich meine alte Drahtschere? Ach da. Ja, und wer darauf geachtet hat, der hat wahrscheinlich auch bemerkt, ich musste einmal Bindedraht wieder neu befestigen. So, das hat jetzt nicht ganz ausgereicht. Wenn ihr jetzt Stellen haben solltet, wo ihr euch denkt, da hätte ich mehr Blätter einarbeiten sollen, die könnte man jetzt auch einzeln mit den, wie heißt das, Efeunadeln befestigen. Also jetzt nicht jedes Blatt einzeln, dann würde ich halt wieder so ein Blätterbündelchen machen und dann halt befestigen. Und noch eine Info nebenbei, beziehungsweise ich stecke hier mal eben das da hinein, das Ende in den Kranz. Nochmal eine kleine Info nebenbei. Wenn ihr solche Kränze auf empfindliche Oberflächen platzieren solltet, dann lieber auf einem Teller platzieren, Untersetzer, was auch immer. Ne? Nicht, dass die im schlimmsten Fall bei euch zerkratzen. Ja, und jetzt kann man sich im Prinzip auch mal Gedanken machen, wie man das Ganze weiter dekorieren möchte. Ich gehe jetzt auf Risiko, das kann ich aber jetzt nicht mehr filmen, das muss ich gleich draußen machen. Ich habe hier so ein, ja, wie heißt nochmal die Farbe? Chrome, keine Ahnung. Ich sag mal, ist so ein Ton, der ist so, sagen wir mal, etwas bronzemäßig. Und damit werde ich den Kranz hier oder vielmehr die Blätter mal ein bisschen einsprühen. Aber das kann ich jetzt, wie bereits erwähnt, nicht mehr filmen. So was macht man lieber draußen. Sollte das, ja, würde ich das jetzt hier in der Werkstatt machen, ich sag mal so, dann würde ich auf jeden Fall eine Maske, eine Schutzbrille und halt Handschuhe anziehen. Draußen setze ich jetzt nur eine Schutzbrille auf und eine Maske. Handschuhe lasse ich jetzt mal ausnahmsweise weg. Und bevor ich den dann auch letzten Endes weiter dekorieren werde, vergeht eine Nacht. Also ich filme das Ganze jetzt hier am Abend. Ich vermute mal, wir haben jetzt 9 Uhr. Dann werde ich den halt jetzt etwas einsprühen und dann lasse ich den bis morgen früh trocknen, damit einfach dieser Duft von der Sprühfarbe nachher auch weg ist. Ansonsten, ich zumindest bekomme ansonsten tierische Kopfschmerzen und nicht in geschlossenen Räumen verwenden, so eine Sprühfarbe. Noch eine Info, wenn ich das hier in der Werkstatt gemacht habe. Ich hatte alle Türen und Fenster immer geöffnet, ne, dass hier so ein Durchzug herrscht. Ich muss gestehen, der Kranz war jetzt eine Heidenarbeit. Ich glaube, ich habe jetzt fürs Binden, ich schätze mal so 1,5 Stunden benötigt. Und ich laber hier schon wieder ohne Ende, aber ist egal. 1,5 Stunden hat es gedauert, aber da wird man auch lange Freude dran haben. Der wird ja dann, hatte ich ja, glaube ich, schon mal am Anfang erwähnt, der wird ja dann mit der Zeit eintrocknen. Und ich habe jetzt probeweise halt schon mit den anderen Blättern mir das mal angeguckt, wie die so eintrocknen. Also die werden nicht so komisch krisselig. Und ja, ich gehe jetzt mal nach draußen und für euch geht ja das Video dann direkt weiter, wenn ich den hier eingesprüht habe. Die Sprühfarbe ist jetzt mittlerweile getrocknet und dann werde ich jetzt mal als nächstes meine Kerzenhalter inklusive Kerzen platzieren. Ich habe jetzt Kerzenhalter, die haben im oberen Bereich einen Durchmesser von 2 cm. Ja, und wie gesagt, die werden jetzt mal im nächsten Schritt alle platziert werden. Im nächsten Schritt arbeite ich diese Kugeln ein und ich werde sie mit Krampen befestigen. Einige kennen die auch unter dem Namen U-Haken oder halt Haften. Theoretisch gesehen könntet ihr jetzt auch die Heißklebepistole dafür verwenden, aber man will das Ganze vielleicht ja auch mal im Laufe der Zeit wieder abbauen. Und dann hat man es halt so letzten Endes einfacher, als wenn man jetzt die Kugel mit der Heißklebepistole befestigt hätte. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe die Blätter etwas auseinandergenommen und stecke halt mal die Krampe, Hafte da mal vorsichtig hinein und gucke dann halt mal immer, ob das jetzt mit der Kugel schon mal so weit passt. Wie heißt es, die werden dann so zwischen den Blättern eingearbeitet werden. Ist jetzt auch so eine, ja, ich sag mal, gefühlvolle Arbeit.
Und das sind jetzt auch schon uralte Kugeln, hier stellenweise auch noch Heißkleber vorhanden. Und ich weiß damals, als ich das abgefriemet hatte von einem Kranz oder woran das auch immer war, das war echt mühselig, das vom Heißkleber oder die Kugel vom Heißkleber zu befreien. Und das spare ich mir halt jetzt. Die nächsten Materialien werde ich mit meiner Heißklebepistole befestigen und dann habe ich hier Samenstände von einem Bärenklau. Den muss ich allerdings jetzt gleich auch noch zurechtschneiden, dass die Samenstände halt nur noch so eine Größe letzten Endes haben. Dann habe ich hier Kiefernzapfen, Anissterne und das hier, das sind, einen Moment, ich lese das mal besser vor, Lanzonia Petal und in dieser Verpackung sind jetzt 150 Gramm vorhanden. Ja, und wie gesagt, die ganzen Materialien werden jetzt einfach mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ich nehme dann halt wieder, genauso wie bei den Kugeln auch, die Blätter so etwas auseinander, mache halt hier Heißkleber mal dran, wenn er jetzt mal hinauskommen würde. Ja, und dann halte ich die Materialien halt so lange fest, bis ich halt merke, jupp, das hält jetzt hier von ganz alleine. Die Zapfen könnte man jetzt stellenweise auch einfach mal andrahten, aber um ehrlich zu sein, die Arbeit spare ich mir jetzt einfach mal. An dieser Stelle habe ich meinen Kranz ein wenig freigelassen, denn dort wird noch dieses Rentier platziert werden. Das wird hier aber wirklich nur so draufgestellt werden, das werde ich jetzt nicht mit der Heißklebepistole befestigen. Wie üblich findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für den Adventskranz in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.